Ihr glaubt, Anime, die in einer Highschool spielen, sind ausschließlich langweilige Teenager-Dramas? Dann habt ihr wohl noch nie gehört von Sakigake Otokojuku. In diesem Video soll es um einen Manga gehen, den wahrscheinlich nur die allerwenigsten von euch kennen. Bei Sakigake Otokojuku handelt es sich um einen ziemlich obskuren Shonen-Manga von Akira Miyashita, welcher von 1985 bis 1991 in der Weekly Shonen Jump veröffentlicht wurde. Auch wenn der Manga heutzutage quasi unbekannt ist, so ist er doch gar nicht mal so unwichtig und man merkt den Einfluss auch in einigen anderen Werken oder er wird zumindest öfters mal erwähnt. Der Comedy-Manga Sakigake Chromati High School ist zum Beispiel eine direkte Parodie auf Otokojuku und auch in Gintama gab es öfters ein paar kleinere Anspielungen darauf. Außerdem scheinen sogar einige Elemente aus JoJo's Bizarre Adventure von Otokojuku inspiriert worden zu sein. Jotaro aus JoJo Stardust Crusaders erinnert nämlich stark an Momotaro und auch einige Fähigkeiten in beiden Serien sind recht ähnlich. Es gibt auch eine japanische Comedy-Truppe, die die Serie häufig im Fernsehen parodiert und der japanische Wrestler Danshoku Daino hat sich nach einem Charakter aus der Serie benannt, nämlich Baron Daino. Ähnlich wie bei Serien wie Dragon Ball oder auch Saint Seiya kriegt auch Otokojuku ziemlich regelmäßig neue Spin-offs und Nachfolger und ist auch immer noch recht stark in der japanischen Popkultur vertreten. 2008 kam eine Realverfilmung dazu raus und vor einer Weile erst waren einige Figuren aus dem Manga in dem Anime-Prügler J-Stars spielbar. Ich muss allerdings von vornherein sagen, dass Sakigake Otokojuku nicht gerade die beste Serie überhaupt ist. Die Handlung ist größtenteils ziemlich absurd und nicht immer logisch, aber der Hauptgrund, warum ich den Manga nicht zu meinen absoluten Favoriten dazu zähle, ist das Ende, welches in meinen Augen einfach nur furchtbar ist. Allerdings könnte der Manga gerade für Fans von ultramaskulinen Serien wie JoJo, Hokuto no Ken, Baki und Toriko durchaus interessant sein. Aber selbst wenn ihr euch den Manga niemals durchlesen werdet, dann habt ihr hiermit wenigstens schon einmal davon gehört. In Sakigake Otokojuku geht es um die berüchtigte Otokojuku-Schule, an der ausschließlich Schulabbrecher und Schlägertypen der härtesten Sorte am Unterricht teilnehmen. Obwohl es sich bei den meisten Charakteren um Teenager handelt, sehen alle Figuren wie 40-jährige Wrestler aus. Den Schülern soll mit militärischer Härte Disziplin beigebracht werden und die Lehrer zwingen sie zu gefährlichen Aufgaben und knallharten Prüfungen. Unser Hauptcharakter ist der Schwertkämpfer Momotaro Tsurugi, welcher von seinen Mitschülern aber bloß Momo genannt wird. Der Anfang von Sakigake ist allerdings eher comedyartig und episodisch aufgebaut. Momo und seine Freunde erleben zusammen haarsträubende Abenteuer, welche zwar ziemlich gefährlich sind, aber auch meist recht absurd und albern. Außerdem werden anfangs viele Anime- und auch Filmklischees parodiert. So muss zum Beispiel jemand im heißen Öl baden oder eine brennende Kerze balancieren, es gibt einen Boxkampf mit Stachelhandschuhen und in einem Abschnitt müssen die Helden Moby Dick jagen und treffen dabei auf eine Rambo-Parodie. Im Laufe der Zeit wird der Manga allerdings immer ernster und brutaler und fokussiert sich hauptsächlich auf Kampfturniere, bei denen die Schüler gegen absolut bizarre Gegner antreten müssen. Wer also auf Turniere steht, kommt hier voll auf seine Kosten. Vor allem, weil Sakigake später das wohl längste Kampfturnier überhaupt hat. Es dauert zwar eine Weile, bis die Actionabschnitte so richtig losgehen, aber die Comedy-Kapitel am Anfang sind wirklich witzig und je nach Geschmack sogar das Highlight des Mangas. Momo ist am Anfang des Mangas der coole Außenseiter, der sich von niemandem was sagen lässt. Mit der Zeit entwickelt sich Momo allerdings zum Beschützer der Klasse und lernt Verantwortung für seine Freunde zu übernehmen. Wirklich viel Charakterentwicklung bekommt er allerdings nicht, und auch die anderen Figuren in Sakigake bleiben eher flach. Die anderen Hauptfiguren sind der amerikanische Boxer Jay, das Comedy-Duo Toramaru und Togashi, sowie der Direktor der Schule, Edajima Heihachi. Die meisten Gegner in dem Manga schließen sich am Ende jedes Arcs den Helden an und es kommen so mit der Zeit weitere Figuren hinzu. Allerdings gibt es später so viele Charaktere, dass man schnell als Leser durcheinander kommt und den Überblick verliert. Die Tatsache, dass sich viele Charaktere auch sehr ähnlich sehen und fast die gleiche Persönlichkeit haben, macht es einen auch nicht gerade leichter. Mein Lieblingscharakter war wohl Togashi, weil er trotz seiner eher geringen Stärke nie aufgibt und seine Gegner meist mit interessanten Strategien besiegt. Selbst bis zum Ende der Serie bleibt er noch relevant, selbst wenn er von der Stärke her kaum mit den anderen Charakteren mithalten kann. Ansonsten mochte ich noch Jackie, den Anführer der Sakigake Drittklässler, welcher wahrscheinlich auch den coolsten Kampf in der Serie später hat. Allgemein sind die Kämpfe in Sakigake wohl das größte Highlight der Serie. Sie sehen nicht nur toll aus wegen dem sehr detaillierten Zeichenstil, sondern bieten auch eine Menge cooler Ideen. Im Gegensatz zu den meisten Kampfshonen gibt es in Sakigake kaum richtige Superkräfte oder übernatürliche Fähigkeiten. Es gibt zwar Ki, was auch relativ ähnlich wie in Dragon Ball funktioniert,
aber das wird im gesamten Manga, welcher über 300 Kapitel lang ist, nur 3-mal eingesetzt. Die meisten Kämpfe werden eher mit verrückten und brutalen Waffen sowie mit bizarren Kampfstilen ausgetragen. Die meisten Kämpfe sind unheimlich kreativ und es werden immer wieder neue Gimmicks und Fähigkeiten eingeführt, sodass es nie langweilig wird. Wobei die Kämpfe mit der Zeit auch immer verrückter werden. In einem Kampf verwendet jemand Seifenblasen als Waffe, es wird auf Pogo-Stäben oder mit Golfschlägern gekämpft und ein Charakter versteckt unter seinem Hut einen Raubvogel, mit dem er seine Gegner attackiert. Hier noch 2 besonders verrückte Beispiele. In einem Kampf wird jemand durch eine spitze Waffe eine Verletzung auf seiner Brust zugefügt, die als Form die Buchstaben Fuck You ergeben. Ein weiterer Kampf ist sogar so männlich, dass jemand seinen Penis als Waffe verwendet. Und nein, das ist kein Witz. Das sind so die Momente, wo man manchmal echt das Gefühl bekommt, man würde eher eine Parodie als einen ernst gemeinten Manga lesen. Eine weitere Sache, die sich eigentlich durch den ganzen Manga zieht, ist, dass so ziemlich alle Fähigkeiten und Waffen immer ihren Ursprung im alten China von vor tausenden von Jahren haben. Zumindest wird das hier immer so erklärt. Es gibt in den meisten Kämpfen Auszüge aus den sogenannten Minmei-Lexika, eine fiktive Lexikonreihe, die sich auf antike Kampftechniken spezialisiert. Das ist am Anfang noch recht cool, weil es den Kämpfen nochmal einen zusätzlichen Hauch von Dramatik und Epik gibt und ich das für eine recht clevere Art und Weise halte, die Attacken zu erklären. Auf Dauer wird das aber eher nervig und bremst die Action total aus, vor allem weil man sich die Erklärungen und besonders den Ursprung der Techniken so gut wie nie merken muss, also habe ich die meisten Minmei-Einträge später einfach übersprungen. Außerdem werden die Erklärungen nachher auch immer absurder. Anfangs sind diese Minmei-Texte noch halbwegs glaubwürdig, aber wenn dann so Sachen wie die eben erwähnten Pogo-Stäbe, die eindeutig nicht aus China stammen oder irgendwas mit Kung Fu zu tun haben, durch so etwas erklärt werden, wird es echt schwer, den Manga noch ernst zu nehmen. Aber ich denke mal, dass man das Ganze sowieso mit einem Augenzwinkern sehen muss. In einem späteren Minmei-Text wird sogar ein Bild des Autors angegeben, welches einfach ein Foto des Mangakas Akira Miyashita ist, nur mit einem angeklebten Schnurrbart und Perücke. Ein weiteres großes Problem, was sich leider durch den gesamten Manga zieht, ist, dass die Charaktere immer wieder heroische Tode sterben, nur um am Ende dann doch noch am Leben zu sein. Es kommt teilweise vor, dass derselbe Charakter mehrmals in der Story als tot erklärt wird, aber dann doch irgendwie wieder zurückkehrt. Das ist vor allem deswegen sehr ärgerlich, weil manche Sterbeszenen wirklich traurig sind und dem Manga etwas mehr emotionalen Tiefgang gegeben hätten. Es gibt zwar wirklich ein paar wenige Charaktere, die permanent sterben, aber die meisten davon sind nicht wirklich interessant. Für mich persönlich gab es nur eine einzige Todesszene, die wirklich einen Eindruck bei mir hinterlassen hat. Diese kommt erst recht spät im Manga vor und wirkt auf mich wie eine Mischung aus dem Ende der ersten Hokuto no Ken Serie und dem Ende von Ashina no Joe. Aber mehr gehe ich darauf jetzt nicht ein, sonst wäre das einfach ein zu großer Spoiler. Schade ist allerdings auch, dass der Kontext der Kämpfe eher nicht so interessant ist. Die Gegner der Otoko-Juku-Schule sind meistens ziemlich eindimensional und eine aufregende Geschichte steckt auch nicht hinter den Turnieren. Es wird vor allem in einem Story-Arc sehr auffällig, nämlich das Great Heaven Challenging Olympic Tournament. Dabei handelt es sich um den längsten Arc in der Serie und wahrscheinlich auch um das längste Kampfturnier überhaupt. Über 180 Kapitel geht das Ganze. Und 180 Kapitel, die nur aus Non-Stop-Action bestehen, werden halt nach einer Zeit ziemlich anstrengend. Da können die Kämpfe noch so cool sein. Vor allem hat dieser Arc auch kein richtiges Payoff. Der finale Kampf ist zwar einigermaßen cool, aber ein so dermaßen langes Turnier rechtfertigt er kein Stück. Man bekommt das Gefühl, als hätte der Mangaka einfach nur jahrelang Zeit geschunden. Wirklich problematisch wird es aber eigentlich erst danach. Der nächste Arc wurde nicht einmal richtig zu Ende erzählt und endet einfach mittendrin. Die Prämisse vom sogenannten Battle of the Seven Tusks Arc ist folgende. Die Helden der Otoko-Juku-Schule müssen an 7 verschiedene Orte reisen und dort eine Gruppe von Gegnern, die von einem Boss angeführt werden, besiegen, um ihren entführten Schulleiter zu retten. Vor diesen 7 Orten bekommt man aber letztendlich nur 5 zu sehen und am 5. wird nicht einmal richtig gekämpft. Der Schulleiter befreit sich dann von selbst und der Arc endet einfach urplötzlich. Anscheinend war die Popularität des Mangas bereits ziemlich am Ende, weshalb der Zeichner die Geschichte innerhalb von wenigen Kapiteln beenden musste. Danach gibt es allerdings noch einen kleinen Epilog, welcher allerdings ein richtiges Highlight ist. Für ein paar wenige Kapitel geht Akira Miyashita plötzlich wieder in seine alte Comedy-Richtung zurück, wie schon ganz am Anfang vom Manga. Man könnte ja meinen, da er ja jahrelang nichts anderes als knallharte Action geschrieben hat, dass er dadurch seinen Humor komplett verloren hat. Aber die letzten paar Kapitel gehören meiner Meinung nach zu den witzigsten und kreativsten des ganzen Mangas. Das würde auch erklären, warum der vorletzte Arc so abrupt endete. Miyashita wollte wohl die wenigen Kapitel, die er noch hatte, nutzen, um wenigstens einen kleinen Comedy-Arc noch schreiben zu können. Wäre also dieses viel zu lange Turnier nur halb so lang gewesen und der Zeichner hätte sich mehr auf die letzten beiden Arcs konzentriert, wäre Sakigake Otoko-Juku ein so viel besserer Manga gewesen. Hätte man das Potenzial richtig genutzt, hätte er sogar zu einem meiner Lieblinge werden können. Trotzdem hatte ich Spaß mit dem Manga und habe es nicht bereut, ihn angefangen zu haben.